Hallo, liebe Simracing und Rennsportfans. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zu einem kleinen Rückblick. Endlich angekommen. Die 24 Stunden vom Nürburgring waren auch dieses Jahr wieder eines der absoluten Highlights im Rennsportkalender. Auf jeden Fall. Genau, ich bin da schon mit dem Bier in der Hand. 19. bis 22. Juni 2025. Was für ein Wetter. Und wie ihr seht, hatten wir riesiges Glück mit unserem Campingplatz. Genau. Der lag direkt an der Mühlenbachschleife. Ella, sieht aus, als würdest du schwitzen. Wir haben so ein Glück gehabt, dass wir da Sind wir endlich angekommen hier am Nürburgring, ne? einen ebenerdigen Platz bekommen haben, dass wir das Zelt da gut aufbauen konnten. Hallo Fans von Egon Krenz, seid nicht traurig, heute spricht Eberhard Augel. 280.000 Fans bei brütender Hitze, das ist absolut Rekord mal wieder. Natürlich sind wir Freitag erstmal an die Strecke auf die Haupttribüne, haben uns dort mit Freunden getroffen und uns das Top-Qualifying angeschaut. Freitagnachmittag, ne, genau. Wir hatten nämlich unseren Campingplatz, der war ja ziemlich in der Nähe von der Mühlenbachschleife und konnten da mit unseren Fahrrädern, die wir dabei hatten, konnten wir da verschiedene Stellen von der Grand Prix-Strecke anfahren. Danach ging es dann zu einem Rundgang durchs offene Fahrerlager und im Fahrerlager dann neben den ganzen Teams und Reifenherstellern natürlich auch Attraktionen und Imbissbuden. Ja. Und unsere Jungs und Mädels haben sich dann dazu entschlossen, eine Runde mit dem Riesenrad zu fahren. Ja. Von da oben hat man einen wunderbaren Ausblick über große Teile der Grand Prix-Strecke, wie man hier auf unseren Aufnahmen schön erkennen kann. Ach genau, da sind wir mit dem Riesenrad gefahren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor 2 Jahren, als wir da waren, dass wir dafür umsonst mitfahren konnten. Ne? Und natürlich gab es auch noch ein paar andere schöne Attraktionen. Hier, da waren die Typen dran da mit ihren, guck mal, die sind voll am Cheaten da, die haben da Schablonen für ihre Buchstaben, die machen das ja gar nicht freihand. Und weiter hinten im Fahrerlager dann der Parc Fermé, wo die top qualifizierten GT3-Fahrzeuge ausgestellt waren, die wir uns natürlich auch intensiv angeschaut haben. Ach genau, das war Parc Fermé. War das schon nach dem Qualifying dann? Genau, ne? Im Ringboulevard ausgestellt der Scherer Phoenix Audi, der Gesamtsieger des letzten Jahres. Im Ringboulevard kann man auch auf einer riesengroßen Leinwand das Rennen mitverfolgen. Ja, dieser riesen Monitor da, ne, da konnte man auch gut Rennen gucken, ne? Nach unserem ausgiebigen Rundgang im Ringboulevard sind wir dann zurückgekehrt an unserem Campingplatz, wo wir erstmal vernünftig zu Abend gespeist haben. Ach ja, du hast ja diesen Pizzles-Grill da mitgehabt, da, ne? Oh, ja. Und danach ging es dann zum Highlight des Freitags, die Falken Drift Show in der Mühlenbachschleife. Genau. Dass dort Freitagabends immer ein paar mehr Zuschauer sitzen, das war uns ja aus den letzten Jahren bekannt. Doch wie ihr hier an den Bildern seht, war das dieses Jahr ein absoluter Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Boah, das war so voll, so viele Menschen da, ne? Ja. Zehntausende von Petrolheads feiern hier den Driftsport an einem heißen Sommerabend. Was will das Racerherz mehr? Ich habe bei all meinen Besuchen hier am Ring die Mühlenbachschleife noch nie so voll gesehen und die Stimmung war absolut überragend. Ja. Leider sind wir etwas zu spät gekommen an diesem Abend, sodass wir keine Tribünenplätze mehr ergattern konnten. Nichtsdestotrotz hatten wir auch von oben einen wunderschönen Ausblick. Ja, wir waren tatsächlich ein bisschen zu spät, ne? Elena flirtet da mit einem Streckenposten. Die Driftteams auf der Strecke haben wirklich alles gegeben, um die Massen hier bestmöglich zu unterhalten und es war ein wunderschöner Abend. 3, 4, teilweise 5 Jungs nebeneinander hier bis in die Nacht hinein, was für eine geile Show.
Ja, und hier der Gelbe, da ist der Manuel da, ne? Der hat sich auch gefreut. Manuel Schrimpf, Startnummer 33 von den Rubber Sniffers. Der alte Gummischnüffler. Der Gummischnüffler. Da ist er, ja. Wie jedes Jahr eine tolle Einstimmung auf das Rennwochenende und das kommende 24-Stunden-Rennen. Ja, das ist also wirklich, das ist eine reine Showveranstaltung hier, ne? Da bekommen, also zumindest hatte mir das beim letzten Mal erzählt, da bekommen die halt keinen Cent für, ne? Da können die nur quasi ein bisschen Werbung machen für ihren Sport letztendlich. Aber hier diese Falken-Jungs, die aus Holland kommen, die denke ich, ne? Die sind Holländer, ne? Ja, ja. Das ist schon richtig geil, was die da machen, ne? Auf jeden Fall. Boah, da ist dieses Monster-Ding da, ne? Der war laut, ne? Da hast du bis in die obersten Reihen den Qualm an der Kette gespürt. Neulich habe ich gesehen, es gibt einen Unterschied zwischen amerikanischem Driften und japanischem Driften. Aber das kann man, glaube ich, ein andermal eruieren. Aber, und was mich gewundert hat, die hatten da früher, meine ich, auch so ein Z4 Coupé da, ne? Oder ein Z3 Coupé. Aber der ist, glaube ich, komplett raus da, ne? Aber da hast du ja doch einen richtig guten Platz da gehabt, ne? Also auf den Videos da sieht man keine Köpfe. Der Kameramann ist ja auch ein Profi und weiß, was er macht. Okay. Aber tatsächlich hier bei diesen ganzen Drifter-Leuten, die BMWs, die sind ziemlich beliebt, ne? Das ist so der klassische. Die klassische Driftkiste. Schau dir mal an, was die da an Gummi liegen lassen. Irre. Ja, ja. Naja, ich sag mal, fürs 24-Stunden-Rennen ist das die Kurve mit dem besten Grip. Das war schon echt außergewöhnlich, was die Driftjungs an dem Abend gezeigt haben da. Auf jeden Fall. Mal wieder eine PS-Show vom Allerfeinsten. Doch jeder schöne Abend geht irgendwann einmal zu Ende. Ja, ja, ja. So viele Massen. So viele Massen. Und nachdem wir alle gemeinsam abends die Mühlenbachschleife verlassen haben, sind wir nochmal über den Campingplatz gelaufen. Wie ihr hier seht, sind uns da allerlei Kuriositäten begegnet. Unter anderem eine Horde Dinosaurier. Ach, ja, aber die waren so lustig da, diese Dinos. Die Dinos waren auf jeden Fall ziemlich besoffen. Ja, ja, die hatten einen im Tee auf jeden Fall. Also das, Das sind nur Bekloppte hier. definitiv. Nur Irre. Ein Haufen Dinosaurier. Sehr schön. Und zum Abschluss des Tages dann ihr Bobbycar-Rennen hinab ins Mühlenbachtal. Das ist echt was für Lebensmüde. Der Obi in der Mitte tut erstmal nachtanken. Frühstopp! Frühstopp! Da habe ich mich schon sehen, dass ich den Krankenwagen rufe. Ne? Wenn sich da einer mault, alle mit kurzen Hose, ich habe schon gesehen, hier Knie kaputt. Das geht dort bestimmt einen Kilometer runter ins Mühlenbachtal. Die sind total verrückt. Ja. Ja, der Grüne da, der kommt überhaupt nicht aus der Hufe da, ne? Technical Issue, ich glaube eher, der hat so Gewichtsprobleme. Irgendwie klemmt in seine Kiste ein bisschen, aber da geht's jetzt runter. Ich sag ja nur Irre, ne? Ja, irgendwann mal, der muss nur entsprechend Geschwindigkeit aufbauen und dann... Ein schöner Rundgang über diesen gigantischen Mega-Zelt- und Campingplatz. Genau, da waren wir abends noch mal so unterwegs und dann haben wir uns da ein bisschen den ganzen Platz mal angeschaut. Ja. Und ruckzuck war der Freitag auch schon vorüber.
Samstagmorgens, wie immer, der Besuch bei den Driftjungs in der Mühlenbachschleife und danach sind wir zu einem Rundgang ins alte Fahrerlager aufgebrochen. Ach, da waren wir beim Samstagmorgen, sind wir dann Das rumgelaufen ist im doch hier Arnold im Park. das ist doch der Dings, der Max Verstappen. Das ist doch sein Künstlername, wo er heimlich hier Nordschleifen da mitmachen wollte. Im alten Fahrerlager haben natürlich die Classic Cars und Tourenwagen-Legenden ihre Boxen, so wie sich das gehört. M30, sehr schön. E30, M3, so. Die Serien fahren hier im Rahmen der 24 Stunden mit. Der Mercedes E190 hier aus der DTM, der alte AMG, ein schönes klassisches Design. Ja, das ist der Baby-Benz. Da wird er nächstes Jahr mit so einem 190er beim 24, Aber mit ganz moderner Technik und von HWA aufgebaut. ja, So einiges wird hier im Rahmenprogramm geboten. Im Fahrerlager trifft man dann auch hier das RTL Nitro Team. ja, ach, die Armen, die liefen da rum in voller Rennmontur. Wunderschöne Ausstellungen hier in manchen der einzelnen Boxen. Ach genau, da gibt es so 3 Garagen oder was, ne? Da hat einer, das steht voll mit allen möglichen Krimskrams da, Modellautos und so alte Zapfsäulen, Klamotten, alte Bilder. Tolle Kuriositäten und seltene Erinnerungsstücke. Einiges davon kann man sogar käuflich erwerben. Lennart, such dir eine Tasse aus. Da bist du echt bist du erschlagen. Oder hast du das jetzt extra gesagt? Hab ich so als Spaß jetzt gesagt. Wegen dir? Ach hier, guck mal, so ein BMW da von Schuko, so einen hatte ich auch schon mal. Im Ringboulevard war dann ein wunderschönes Modell des Startbereiches des Rings hier ausgestellt. Tommy, das habt ihr irgendwie übersehen, oder? Das hast du gar nicht gesehen. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Sieht aber lustig aus. Hast gesehen, im Grid stehen nur NASCAR-Autos. Ja, das hat mich jetzt auch gerade gewundert. Wieso stehen denn da NASCAR-Autos? Ach, und da sind die Drifter. Ah, das ist ja toll. Aber haben sie cool gemacht hier. Ja. Auf jeden Fall. Ach, das ist die Kartbahn? Nicht schlecht. Der Stand von Gazoo Racing. Ach, das war jetzt wieder im Ringwerk drin, ne? Genau. Da im Hintergrund läuft auch irgendein Sim-Racing-Wettbewerb. So, das ist dann hier irgend so ein Sim-Racing-Dings da gewesen. Ja. Inzwischen sieht man an sehr vielen Ständen Sim-Racing-Rigs. Hier im Ringboulevard gibt es auch ein Race Room Sim Racing Center, was wir uns natürlich auch angeschaut haben. Boah, da sind aber richtig viele Monitore da, ne? Wie viele sind das denn da? 30? Ich glaube, die haben 25 oder 30 Rigs da stehen. Motion Rigs und Non-Motion Rigs, große und kleine Monitore. Ja. Ja, dieses Race Room Spiel, das ist, ich glaube, das kommt nochmal. Das kommt also, weil die sind ja auch ständig dran da, ne? Ja. Und damit ging es auch schon an die Strecke zur Hauptattraktion des Wochenendes, das 24-Stunden-Rennen. Und wir haben es uns in der Mühlenbachschleife angeschaut, zumindest den Start. Und es sollte eine Hitzeschlacht werden mit allem, was so ein 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring zu bieten hat. Boah, Wahnsinn, ey, wie viele Menschen da waren. 280.000, ne? Zuschauerrekord und brutale Hitze. Leider hatte unser Publikumsliebling der Dacia gleich am Anfang Startprobleme. Ja, der Anlasser, der ist im Arsch gewesen da, ne? Und deshalb musste die dann quasi immer anschieben. Auf jeden Fall war die Haupttribüne am Start so überfüllt, dass wir uns hier in die Mühlenbachschleife verzogen haben und dann später erst eine Runde gelaufen sind. Ich habe mich ja dann allein auf den Weg gemacht und du hast dich mit deinem Sohn getroffen. Genau, der Samuel, der war ja da mit seinen Eishockey-Kumpels da auf der Haupttribüne, Start-Ziel, ne? Und wir sind dann hier auch wieder Mühlenbachschleife gewesen und genau, das war auch heiß.
Da unten war nicht ganz so großes Gedränge und man konnte ganz in Ruhe die einzelnen Startgruppen genießen. Ein riesiges Starterfeld von über 140 Fahrzeugen diesmal wieder am Start. Und auch Adrenalin Motorsport hatte den BMW dabei, mit dem Tommy hier schon auf der Nordschleife eine Runde mitdrehen durfte. Ja, die 650, genau, der Adrenalin Motorsport M2. Der ist übrigens ins Ziel gekommen, fand ich super. Auf jeden Fall ging es hier gleich von Beginn an richtig zur Sache und es gab den ein oder anderen Zwischenfall. Das Rennen schien gerade erst so richtig in Gang zu kommen und jeder hatte hier schon auf einen Distanzrekord gehofft. Und plötzlich war hier in der Boxengasse zappenduster, rote Flagge, Stromausfall in der Boxengasse. Der Nürburgring schreibt die nächste kuriose Geschichte. Da war Straße dunkel. Chef, ich hab falsche Kabel gezogen. Nee, da gab es tatsächlich einen Stromausfall. Ich glaube, da hat doch irgendeiner die falsche Klimaanlage angeschalten. Nee, also, nee, pass auf. Also, die Trafos, die wurden sehr heiß aufgrund der vielen Klimaanlagen, die verwendet worden sind. Und die Klimaanlage in dem Raum, wo der Trafo stand, der hat das nicht mehr gepackt. Und deshalb gab es da irgendwelche Temperaturabschaltungen von. Deshalb ist ja auch das ganze Gebäude war ja platt. Ne? Also die Zapfsäulen, die Tanksäulen, die hatten keinen Strom. Dann die ganzen Computer. Wobei ich eigentlich denke, so, dass die eigentlich schon irgendwelche USV haben sollen. Aber das, ich weiß nicht, 2 Stunden, 3 Stunden oder was? Ne? Knapp 2,5 Stunden hat die Unterbrechung gedauert und dann ging es auch schon weiter und die nächsten Dramen gingen los. Wir sind dann erstmal zum Campingplatz, haben uns umgezogen, etwas gegessen und dann ging es natürlich wieder zurück an die Strecke. Ja, genau. Das war circa 17 Uhr, ne? Ja, so zwischen 17 und 18 Uhr, glaube ich, ist der Strom ausgefallen. Danach sind wir dann wieder zurück an die Strecke und am Abend bis in die Nachtstunden hinein haben wir das Rennen dann in der Mühlenbachschleife genossen. Ja, also das ist so, der Samstagabend, das ist sowieso, das ist so schön da zu sitzen und bei dem Wetter und diese Autos, die kommen da vorbei gerauscht, das ist schon richtig geil. Also das ist wirklich bei tollem Wetter, das ist so schön, ja. Ich habe mich da bis in die Nacht hinein einfach hingesetzt mit Klappstuhl und meinem Livestream und war glücklich. Einfach nur toll. Ja. Am nächsten Tag, besser gesagt am nächsten Morgen, gingen die Dramen dann weiter. Leider ist der Publikumsliebling, unser Dacia Logan, ausgefallen. Auch das lange Zeit führende und dominierende Auto, der Manta EMA Porsche, macht einen Fehler und räumt ein anderes Fahrzeug ab, bekommt eine Zeitstrafe und fällt hinter den Rowe BMW zurück. Die alles entscheidende Rennszene, so Ein bis heute immer noch heiß diskutierter Rennunfall. da hat jeder seine eigene Meinung. Ich glaube, es gibt da keinen. Der hier neutral ist, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Erstmal gut, dass dem Aston Martin-Fahrer da nichts passiert ist, so, aber ja. Auf jeden Fall haben wir erstmal ausgiebig ein Frühstück genossen, haben danach unsere Sachen zusammengepackt und sind dann nochmal an die Strecke gegangen. Und genau, da sind wir schon wieder am Zusammenpacken. Nach so einem wunderschönen Rennwochenende ist uns der Abschied natürlich besonders schwer gefallen. Und ich denke und hoffe natürlich, wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder. Richtig cooles Wochenende gehabt, definitiv. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an alle Teams, die da auf dem Podium gestanden haben. Allen voran der 98er Rowe BMW mit Augusto Farfuß, Jesse Krohn, Raffaele Marcello und Kelvin van der Linde. Ja. Und dann würde ich mal sagen, macht's alle gut. Das war's. Bis zum nächsten Jahr. Ciao. Ja.